Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum Weekly Update. Hello dear friends and welcome to this edition of the Weekly Update. In der letzten Woche war ich in Israel Last week I was in Israel und hatte dort das Vorrecht, den Preis von der israelischen Regierung, eigentlich vom Tourismusministerium zu bekommen. where I was privileged to receive an award by the Israeli government. Well, actually it was the Ministry of Tourism Und in Zusammenarbeit mit dem Christian Allies Caucus. in cooperation with the Christian Allies Caucus. Und zuerst einmal herzlichen Dank für alle Glückwünsche und alle Ermutigungen, die ich von euch bekommen habe. And first of all, I would like to thank each one of you for all of your congratulations, the good wishes, all the response that we've received. Das ist eine wunderbare Veranstaltung It was a wonderful meeting und wir haben viele Freunde getroffen. and we met so many good friends. So Sam Grundwerk von Karen Hayesot Sam Grundwork from Karen Hayesot was und dann there. natürlich einige Knesset-Abgeordnete und Freunde, And of course, some Knesset members who've become friends, sowie Orit Farkas-Hacohen like Orit Farkas-Hacohen oder Sharon Haskell or Sharon Haskell, oder unser Freund Josh our Reinstein friend Josh Reinstein, oder Tom Hess or Tom Hess, und viele, viele andere auch. and many, many more. Es war eine große Freude, sie zu treffen It was a great joy meeting all of them again und zusammen mit unseren Freunden hier aus Tübingen dort zu sein. and to be there together with our friends here from Tübingen. Und ich sagte in der Rede, dass der Preis einfach eine Ermutigung ist und Verpflichtung für die Marsch Lebensbewegung weiterzumachen. And I mentioned in my speech that this award is actually an encouragement and our challenge to continue with the March of Life movement. Und wir wollen nicht aufhören, wirklich Freunde nach Israel zu rufen. And we do not want to stop calling people to come to Israel. Und es kam an diesem Abend so deutlich heraus, dass das so wichtig ist für Israel, dass viele kommen. And at that evening, it became so clear just how important it is for Israel, for many, many people to come. Und deswegen hören wir nicht auf, zur March of the Nations zu rufen. And for this reason, we will not stop calling people to join us for the March of the Nations. Na klar, das kostet uns wirklich einen Preis, denn wir haben viele Dinge zu tun. Well, of course, it does cost a price because we are busy with lots of things. Aber in den Städten Israel warten die Menschen darauf. But the people in the cities of Israel are waiting for us. So wie wäre es, wenn in jeder Gemeinde 7 Vertreter wären, die sich zum March of the Nations anmelden würden? Now, what would happen if every church had 7 representatives who would register for this march? So komm einfach vom 12. bis 14. Mai zum March of the Nations. So come and join us for the March of the Nations in Israel from the 12th to the 14th of May. Und der Start wird sein in Adlit. And we will begin in Atlit. In der letzten Woche waren wir dort. Das ist das Auffanglager für die Einwanderer. Last week we were there in person and that is actually the detention camp for the immigrants to Israel. Die nicht registriert waren. Those who were not registered. Und das war für sie ein Schock, dorthin zu kommen. And actually for them it was such a shock to get to that place. Die Männer und Frauen wurden getrennt. Men and women were separated. Sie landeten wieder hinter They Stacheldraht. ended up behind barbed wire once again. Einige wurden wieder zurückgeschickt, dann in Camps innerhalb von Europa. And others were even sent back to other camps all over Europe. Aber das ist der Ort, der steht für die Staatengründung Israels. But that is actually the very place that represents the founding of the state of Israel. Und mitten in diesem Gedenkort, da gibt es ein nachgebautes Schiff. And right there in the midst of the memorial of this detention camp, there is a ship as an example. Und wir haben das Vorrecht, dort einfach mit unserer Konferenz zu starten. And that will be the very place where we are privileged to start with our conference. Wir werden dort Anbetung haben. We'll have a time of worship there. Wir werden mit unseren Freunden aus England zusammen sein, And we'll be together with our British friends there, die eine besondere Botschaft haben, who carry a very special message. weil sie die Verantwortung spüren für die britische Besatzung damals. Because they sensed the responsibility for the British mandate at the time. Und sie kommen immer wieder nach Israel, um Vergebung zu bitten. And they keep coming to Israel to humble themselves, to ask forgiveness for what happened there. Und wir freuen uns, dass sie als besondere Gäste einfach bei der Startveranstaltung von der March of the Nations mit dabei sind. And we are so happy to be able to welcome them as special guests for the beginning event and meeting of our conference. Ja, von dort aus sind wir in den Süden gefahren, And last week from Atlit, we drove straight down south an einen Ort, an dem wir noch nicht waren. Das war der Timna Park. to a place where we've not been before, and that is Timna Park. So, da waren und sind die ältesten Kupferminen der Welt. And this is actually the location of the oldest copper mines in the world. Und wenn du noch nicht da warst, ich empfehle dir, dahin zu gehen. And if you've never been there yourself, I just can recommend, go and see. Nicht nur die Ägypter haben dort Kupfer abgebaut, auch König Salomo hat sein Kupfer von dort gewonnen. It wasn't only the
Egyptians who got their copper from there, but even King Solomon had his copper mines there. Und er brachte das Kupfer von dort aus in den Tempel. And from this place, he brought all this copper to the temple in Jerusalem. Und wir können sogar nachlesen in der Bibel, dass die Herrlichkeit Gottes in der Bibel mit Kupfer, das im Feuerglanz verglichen wird. And in the Bible, we can read that the glory of God is compared to metal glowing in the fire, and that's actually this copper. In Hesekiel 1, Vers 4 steht Folgendes. In Ezekiel 1 verse 4, we read, Und ich sah und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her. and behold, I saw, and I looked, something like a tremendous storm coming from the north, Eine mächtige Wolke und loderndes Feuer. a mighty cloud and burning fire, Und Glanz war rings um sie her. splendor all around it. Und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. And right in the middle of this fire, it was like metal glowing in the fire. Und ich wünsche mir, dass wir etwas von dieser Herrlichkeit auf der Marsch des Lebens-Konferenz am nächsten Wochenende erleben werden. And so it is my desire that next weekend at the March of Life conference, we will see something of this glowing, radiant splendor and glory. Es wird etwas ganz Besonderes sein. It will actually be a very special time. Delegationen kommen aus den USA, Los Angeles, Lateinamerika, Ungarn, We have delegations coming from the United States, from South America, Hungary. aus der Ukraine, Weißrussland, aus Polen, Schweiz, Österreich, England We have them coming from Belarus, from Poland, Switzerland, Austria, England, und aus ganz vielen anderen Nationen. and many, many other nations besides. Und wir haben das große Vorrecht, die Holocaust-Überlebende Ruth Michel bei uns zu haben. And we are also privileged to have Holocaust survivor Ruth Michel with us. Und aus Israel Sarah Granitza von Yad Vashem. And from Israel, we'll have Sarah Granitza with us from Yad Vashem. Wir haben den Bürgermeister von Kwasaba eingeladen We've invited the mayor of Kwasaba, und wir hoffen, dass er kommt. and we really hope he'll be able to come. Aber wir hoffen noch viel mehr, dass du kommst. But what we hope even more is that you'll be able to come. Also wir freuen uns, dich dort zu sehen So we're looking forward to seeing you then und von dir zu hören. and to hearing from you. Bis zum nächsten Mal. See you again next time. Ciao. Bye bye.